Ich stand vor fast 20 Jahren vor derselben Entscheidung wie Sie heute. Ich wollte dieses Kind. Ich hatte schreckliche Angst, meinen Mann zu verlieren. Ich habe geschwiegen. Und das war der größte Fehler meines Lebens. Seien Sie ehrlich, Ihrem Kind zuliebe. Ich möchte einen Gentest machen lassen. Wenn du nichts dagegen hast. Dieser Arno und du, ihr wart ziemlich dicke, oder? Ich weiß, wie das ist, jemanden zu verlieren. Willst du mich jetzt auch damit zutexten, so wie alle anderen? Meine Mutter ist gestorben, da war ich 12. Mein Vater hat die Trauer nie rausgelassen. Irgendwann hat sie ihn von innen aufgefressen. Pass auf, dass dir das nicht auch passiert. Komm, wir gehen ein bisschen ins Wasser. Hey! Alles Gute zum Geburtstag. Danke. Ay, papi. Sie haben ja noch gar kein Getränk. Bitte. Danke. Und wie geht's Ihnen? Gut? Und nein, ich habe Daniel noch nicht damit überrascht, dass wir Nachwuchs kriegen. Doch gar nichts gesagt. Ich kann hören, was Sie denken. Es hat sich einfach noch nicht ergeben. Vielleicht ist es ja auch besser so. Daniel dreht durch, wenn er erfährt, dass Hagen der Vater ist. Und das war's dann mit der Versöhnung. Und ich meine, Sie haben Ihren Mann ja auch angelogen, weil Sie Angst hatte, dass er Sie sitzen lässt. Ja, aber heute weiß ich, dass das ein Fehler war. Wir hätten damals mit der Wahrheit umgehen können. Was es so schwer gemacht hat, war meine Lüge. Was ist mit Dana und Hagen? Was ist, wenn Ihre Ehe jetzt daran zerbricht? Das weiß niemand. Aber eins ist sicher. Jede Lüge zieht eine weitere Lüge nach sich. Und es wird noch schlimmer, wenn das Kind erstmal auf der Welt ist. Auf den alten und neuen und einzig wahren Chefarzt Ricardo Mendes. Am Ende hast du ein bisschen übertrieben, aber nur ein bisschen. Es wäre die reinste Verschwendung für die Menschheit, wenn du nicht mehr als Chirurg arbeiten Ja, würdest. du könntest auch sagen, dass ich zu nichts anderem tauge. Ich glaube, Emilio in seiner Bar habe ich wirklich den letzten Nerv gekostet. Oh, die Einweihungsparty, die ist ja heute. Jessica wartet bestimmt schon auf mich. Bei euch alles wieder im Lot? Ja, total. Was? Kommst du mit? Klar, ich will doch sehen, was Kim und Emilio da auf die Beine gestellt Herr haben. Dr. Fritsch, ein Einschreiben für Sie. Danke. Hältst du mal? Danke. Ja. Gibt's da mich? Habe ich mich vor einiger Zeit beworben. Wie beworben? Bei einer Hilfsorganisation. Sie haben mir eine Stelle als Arzt angeboten. Wo? Afrika. Das war ausnahmsweise mal keine schlechte Idee von dir. Obwohl ich gewonnen habe? Komm, wenn du mir erst hinterher sagst, dass es im Wettpaddeln war. Wow, du hast immer eine Ausrede parat, oder? Immer. Wie beim Billard. Komm, da schuldest du mir noch eine Revanche. Klar, ich habe dir eine angeboten, du hast abgelehnt. Angeboten? Das war wohl eher an. Fass es nicht. Seid das echt ihr zwei, ohne euch die Köpfe einzuschlagen? Ja, wenn sie deine Schwester ist, dann müssen wir uns ja irgendwie verstehen. Also, falls.
Ich finde übrigens, ihr habt ganz ähnliche Augenbrauen. Warum macht ihr nicht eigentlich so einen DNA-Test? Ja, Fritsche, das ist echt eine super Idee. Haben wir schon gemacht, aber wir warten immer noch aufs Ergebnis. Ich muss dann auch mal wieder nach Tübingen. Mein Chef wartet schon auf mich. Was denn? Wer denkt denn schon ans Abreisen? Wir wollen nachher noch pokern. Willst du mitspielen? Wenn du willst, dass ich dich wieder nass mache? Noch nasser? Ist echt schade, dass du schon fährst. Ich hab gehofft, du bleibst noch ein bisschen. Naja, ist ja kein Abschied für ewig. Ist dir nicht sauer, dass ich jetzt zu spät bin? Ich kann sie mir schon richtig gut im Urwald vorstellen, in den Tretern. Nee, das war ein Scherz. Du wirst sie bestimmt davon überzeugen können, andere Schuhe mitzunehmen, oder? Vielleicht kommt sie überhaupt nicht. Hey, Schatz. Entschuldigung, dass ich zu spät bin. Hast du kein Problem? Stress im Krankenhaus? Ja, nee, also wir haben gefeiert, dass Ricardo jetzt wieder Chefarzt ist. Klasse. Ja, und du? Ich habe mich mit Danas Mutter unterhalten. Klasse. Soll ich uns einen Cocktail holen gehen? Nee, lass mal. Ich hab Ich Daniel, muss mit ich dir wollte... reden. Du zuerst. Lass uns mal eine ruhige Ecke suchen. Hm? Hallo. Gar nicht auf Emilios Einladung? Nee, mir ist gerade nicht so nach Party. Was ist mit dir? Hab gerade erst Feierabend und jetzt sieht's nach Regen aus. Kim scheint sich jedenfalls mächtig zu amüsieren. Ja, ihre Streitereien dauern ja nie wirklich lange. Manchmal habe ich das Gefühl, die beiden machen das extra, nur damit die Versöhnung danach umso heftiger ausfallen kann. Was mit dir? Wir haben lange nichts Schönes mehr gemacht. Wie wär's mit Kino? Oder tanzen? Wir waren ewig nicht tanzen. Ja, kein Wunder, weil du es furchtbar findest. Nee, sorry, was, ich bin in Gedanken gerade bei meinem Termin mit Tristan und dem Notar. Josie, 2 Cappuccino. Bitte, danke. Dieser Tag. Läuft super. Und bald gehört der Laden mir ganz alleine. Sag nicht, du willst mir ehrlich das No Limits überschreiben. Marlene, ich kapiere einfach nicht, warum. Weil ich ihn vor dem Altar hab stehen lassen? Ich glaube, schlimmer kann man jemanden nicht treffen. Ja. Aber er tut auch alles, um es dir heimzuzahlen. Erst kickt er dich mal ebenso aus dem Musical raus. Dann macht er sich an die neue Hauptdarstellerin ran. Er droht dir, dich fertig zu machen. Ich hab ihn verletzt. Und jetzt schlägt er eben um sich. Ich kann bald alles direkt entscheiden und muss nicht vorher mit Marlene rumdiskutieren. Christian, ich bin nicht blöd. Ich weiß, dass das euer gemeinsames Projekt war. Ja, wir hatten so einige gemeinsame Projekte, die sind auch gescheitert. Und du bist so furchtbar verständnisvoll, dass ich dich kaum wiedererkenne. Darf ich dich daran erinnern, dass das No Limits auch dein Ding war? Du hast auch dafür gekämpft. Dana, es war unser Ding. Und uns gibt's eben nicht mehr. Was glaubst du, wie es Tristan gehen würde, wenn er jeden Tag mit mir zusammenarbeiten müsste? Ja, das ist in der Tat nicht einfach. Versuch doch nach vorne zu schauen und mach das Beste draus. Genau. Und deshalb ist ein klarer Schlussstrich genau das Richtige. Josie, wo bleibt der Cappuccino? Aber wie geht's dir damit? Lieb, dass du dir Sorgen machst, aber das ist völlig unnötig. Hast du dich schon mal gefragt, ob dein Leben, so wie es jetzt läuft, weiterlaufen soll? Ich weiß nicht. Was genau meinst du? Naja, zum Beispiel, ob du immer in Düsseldorf bleiben willst. Kommt drauf an. Wieso? Also, ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen zu früh, weil wir uns ja auch gerade erst wieder versöhnt haben. Und ich will dich auch nicht unter Druck setzen, weil ich dich nicht verlieren will. Also im Gegenteil, ich will mit dir zusammen sein und ich will mit dir eine Zukunft planen. Daniel,
Ja, und darum wollte ich dich fragen, würdest du mit mir auswandern? Was? Wohin denn? Ich habe eine Arztstelle angeboten bekommen bei einer Hilfsorganisation. Wo? Kongo. Das ist in Afrika. Okay, Leute, die Party ist vorbei. Das Wetter hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gleich ziemlich ungemütlich. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Nicht vergessen, das Bar ist ab heute täglich geöffnet. Ich hoffe, wir sehen Er hat recht, wir sollten los. Wir sehen uns gleich im No Limit. Dankeschön und bis bald. Was, wenn das alles nur ein großer Irrtum ist? Und wir als Kind einfach nur die gleichen Kuscheltiere hatten. Diese Clarissa uns angelogen hat. Dann bleiben wir Freunde. Ich rufe jetzt mal in diesem Labor an. Ich habe keinen Bock mehr auf die Warterei. Ich auch nicht. Ja, guten Tag, Sabel. Ich habe vor ein paar Tagen einen DNA-Test in Auftrag gegeben. Ich wollte nur mal hören, wann wir mit dem Ergebnis rechnen können. Danke, ich warte. Ja? Was? Sind Sie sicher? Okay, danke. Wiederhören. Das Ergebnis wurde schon längst rausgeschickt. Was? Ja. Ja, und am Telefon geben Sie keine Auskunft. Wenn wir es schriftlich anfordern, dauert das wieder 3 Tage. Aber ich muss morgen zurück. Mein Urlaub ist zu Ende. Oh Gott, wahrscheinlich soll es einfach nicht sein, dass wir es zusammen erfahren. Das ist doch Unsinn. Wir werden das rausfinden. Vielleicht ist er im Altpapier gelandet. Vielleicht hat mein Vater auch einfach recht und wir haben uns da in was verrannt. Nur weil der Brief jetzt verschwunden ist? Vielleicht ist es Schicksal. Von wegen Schicksal. Sag mal, bist du eigentlich auch nachher beim Pokerabend dabei? Wenn das bei uns stattfindet, kann ich mich wohl schlechter verdrücken. Komm, Olli ist auch dabei und Bella auch. Dann müsstest du dich doch eigentlich drücken. Wieso denn? Ist doch albern, sich ständig aus dem Weg zu gehen. Außerdem viel zu anstrengend. Wie bitte? Du wolltest gerade diese Frau noch auf den Mond schießen. Aber sie ist doch auch Ollis Schwester. Naja, zumindest wahrscheinlich. Und wir sind außerdem erwachsene Leute. Wer bist du und was hast du mit Andi gemacht? Jetzt komm mal wieder runter. Ich bin einfach nur nett. Ja, schon klar. Und sie macht ziemlich gute Käsespätzle. Ja, und deswegen habe ich mir auch gedacht, wir könnten ihr Daniels Zimmer geben. Der hat sich nämlich mit Jessica vertragen und pennt jetzt sowieso immer da. Jetzt willst du auch noch, dass sie dauerhaft bei uns einzieht. Dir ist schon klar, dass sie eigentlich in Tübingen wohnt? Ich habe halt nur das Gefühl, dass sie wahrscheinlich jetzt länger hier bleiben wird. Und es nervt ja wohl total, dass sie im Wohnzimmer auf der Couch liegt. Vor allem, wenn ich nachts Boxen gucken will. Klar. Ich habe außerdem auch keine Lust, mich wieder auf sie draufzusetzen. Nachher haut sie mir das nächste Körperteil kaputt. Klar. Kannst du eigentlich auch noch irgendwas anderes sagen? Andi, du brauchst mir das nicht erklären. Ich mag Bella auch. Was? Nein, ich... Und von mir aus kann sie auch ein WG-Zimmer haben. Ich glaube eh nicht, dass sie lange bleiben wird. Guck mal, da vorne sind wir doch umgestellt, hm? Du, ich muss noch mal kurz auf Toilette. Bis gleich. Kommst du mit? Ich muss mit dir reden. Hey, Daniel. Marlene, gut, dass du da bist. Eva ist heute krank und außer mir ist keiner hier. Du, ich hole noch eine Kollegin. Ich rufe gleich die Liste durch. Echt? Das ist gar nicht nötig. Wir brauchen noch eine Bedienung. Wir brauchen gar nichts. Du hast ja nicht so zu entscheiden, Marlene. Ich wollte nur helfen. Wegen der paar Gäste müssen wir nicht gleich in Panik geraten. Sagt der Frühschicht, dass sie Überstunden machen soll. Aber das kannst du nicht bringen. Ihr verdient hier gutes Geld und wenn es so bleiben soll, dann haltet ihr euch an meine Anweisung, okay? Hast du alle Unterlagen für den Notar dabei? Gut.
die Augen auf beim Laufen. Tut mir leid. Mir auch. Du wirst uns hier fehlen. Ja. Nimmt er auf einmal so meine Hand und guckt mir tief in die Augen und ich denke nur, hallo, was geht hier ab? Ein Heiratsantrag, ist doch ganz klar. Sag mal, hast du mir eigentlich überhaupt zugehört? Daniel will mit mir nach Afrika ziehen. In den Kongo. Das klingt vor allem so, als ob du mir immer noch nichts von dem Baby erzählt hast. Ja, wann denn? Als ich es ihm gerade sagen wollte, da fragt er mich, ob wir in den Busch ziehen. Und? Willst du? Keine Ahnung. Vielleicht solltest du ihm erst mal von deinem Problem erzählen. Dann erübrigt sich die Antwort vielleicht von ganz allein. Daniel will sein Leben mit mir verbringen. Wir beide für immer zusammen. Im Kongo. Toll. Ja, eben. Sag mal, weißt du überhaupt, wie weit das weg ist? Wir beide könnten ganz in Ruhe unser Kind großziehen und Tag und Tagen würden nie erfahren, wer der Vater ist. Und Daniel? Ja, der ist dann natürlich von Geburt an der Vater. Jessica, das hatten wir schon alles. Leonie, ich war so verzweifelt, dass ich sogar über Abtreibung nachgedacht habe. Und jetzt steht da jemand mit einem großen Schild, wo Notausgang draufsteht. Da ist da wohl klar, was ich mache, oder? Daniel und ich kriegen einen Dschungelkind. Okay, ich finde, jetzt haben wir den Brief lange genug angestarrt. Stunde der Wahrheit. Hier, liest du vor. Nee, liest du. Ladies first. Ist gar nicht so leicht. Mein Herz rast total. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben hängt von diesem Brief ab. Also ich fänd's wirklich schön, wenn du meine Schwester wärst. Geht mir genauso. Sowas wie du, das hat mir immer gefehlt. Sowas. Pass auf, was du sagst. Okay. Hältst du mich für total bekloppt, wenn ich dich jetzt bitten würde, dass wir den Brief erst morgen lesen? Was ändert das? Keine Ahnung, das ist einfach nur so ein Gefühl. Vielleicht, weil ich morgen eh nach Tübingen fahre. Ja, und? Wenn wir den Brief heute lesen, dann läuft der Abend einfach nicht mehr so, wie er geplant ist. Egal, wie das Ergebnis ist. Kann es nicht sein, dass das nur ein Vorwand ist? Weil du Schiss vor dem Ergebnis hast? Als meine Mutter starb, da dachte ich, die Welt bleibt stehen, weil ich so traurig war. Irgendwie habe ich immer gedacht, ich wäre ihr total ähnlich. Und ich habe gedacht, ich habe die Augenfarbe von meinem Vater. Wenn jetzt rauskommt, dass sie mich die ganzen Jahre angelogen haben, dann... Und es geht mir einfach gerade viel zu schnell. Es wäre mir wirklich lieber, wenn wir den Brief erst morgen lesen. Also gut. Dann morgen. Dann steigern wir halt noch ein bisschen die Vorfreude. Ich sag's Ihnen jetzt. Dass du schwanger bist? Nein, dass wir nach Afrika gehen natürlich. Was ist mit dir? Ich hab's. Schmerzen im Bauch irgendwie. Das Baby soll dich zu deiner Ärztin fahren. Nee, durch.
Geschäft ist schon nicht gleich um die Ecke. Kannst du dich bitte um Daniel kümmern? Das ist gut bei mir. Wo will Jessie denn hin? Jessica? Ja, ist doch gerade raus. Ja, die muss noch mal ins Büro. Danke. Was jetzt noch? Ja, Tanja halt. Keine Ahnung, aber wird schon nicht lang dauern. Prost. Dann verlese ich jetzt den Überschreibungsvertrag. Kommen wir zum Punkt. Für Änderungswünsche oder Verständnisfragen melden Sie sich. Überschreibungsvertrag zwischen den Vertragspartnern Marlene von Lahnstein, Schloss Königsbrunn. Feueralarm. Marlene, setz dich. Wir müssen nachsehen, was los ist. Was soll los sein? Irgendjemand hat zu nah am Feuer, Melanie. Woher willst du das wissen? Wir ziehen diesen Termin jetzt durch. Alles, was sonst hier passiert, geht dich nichts mehr an. Solange ich hier nichts unterschrieben habe, gehört dieser Laden genauso mir wie dir. Und ich will nicht, dass was passiert. Bitte verlassen Sie das No Limits aus Sicherheitsgründen, bis wir alles geklärt haben. Bitte verlassen Sie sofort alle das No Limits. Setzen Sie sich bitte wieder hin. Es handelt sich um einen Fehlalarm. Bitte setzen Sie sich. Ich werde dich gleich richtig ausnehmen, pass auf. Ja, träum weiter. Ich sage ja nicht, dass ich der beste Spieler bin, aber einer muss ja gewinnen. Also, bevor du hier so große Töne spuckst, haben wir überhaupt alles? Ja klar, meine Karten sind im Zimmer, der Kühlschrank ist voll. Nee, der ist leer. Aber kein Problem, ich gehe was einkaufen. Und du kommst mit. Okay. Super, dann hole ich noch Getränke. Meine Runde. Ich helfe dir. Ja, oder du räumst hier deinen Krempel weg. Ist schließlich fast alles von dir. Super, Olli. Danke, nett von dir. Gerne, Andi. Ich habe hier nicht alles zugemüllt. Marlene? Wo steckst du? Der Notar hat nicht den ganzen Tag Zeit und der nächste Termin ist wahrscheinlich erst in ein paar... Sieh zu, dass die Leute vom Pool bleiben und verständige den Notruf. Kommst du denn klar? Ja, jetzt mach schon. Wo kommt der Qualm her? Das ist Wasserdampf. Das Überdruckventil ist kaputt. Überdruckventil, woher weißt du das denn? Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass Herr Brandner mich mal davor gewarnt hat. Das überlassen wir dem Installateur. Nein, dafür ist jetzt überhaupt keine Zeit. Wenn das nicht sofort entlüftet wird, wird's ja echt gefährlich. Marlene! Das ist zu gefährlich, ich mach das. Schön, dass Sie sich noch mal anders überlegt haben, Frau Stiel. Was meinen Sie? Naja, wenn Sie noch über eine Abtreibung nachdenken würden, wären Sie vermutlich jetzt nicht hier. Stimmt. Und was bedeuten die Schmerzen? Das ist völlig normal. Die Mutterbänder dehnen sich, um Platz zu schaffen. Und bei manchen Frauen ist es schmerzhafter als bei anderen. Trotzdem ist es gut, dass Sie gleich gekommen sind. Besser, wir klären das sofort ab, wenn Sie Probleme haben. So. Hier ist er ja. Was? Der Embryo. Man sieht zwar noch nicht viel, aber... das Herz. Wollen Sie mal hören, wie es schlägt? Das ist Ihr Baby. Ich dachte, Andi wollte aufräumen. Fritsche! Hey, Jetzt abgehauen, oder was? vielleicht wollte er noch was besorgen. Tada! Shampoos zur Pokernacht? Das geht nicht. Denn schon, denn schon. Guck mal, die Gläser sind auch schon da. Man muss die Feste halt feiern, wie sie fallen. Aber wem sag ich das?
Übernimmst du jetzt doch Brandner Bau? Also ich finde, ihr hättet ruhig mal was sagen können. Oder hast du die falschen Pillen genommen? Auf, upsa. Sag mal, jetzt sag doch mal endlich, was los ist. Auf Olli und Bella. Anni, wovon redest du? Davon, dass die beiden Geschwister sind. Also ihr hättet ruhig mal was sagen können. Wenn du nicht gleich losgesprintet wärst, wer weiß, vielleicht würde ja kein Stein mehr auf dem anderen stehen. Ach, letztendlich war es ja dann eigentlich dein Verdienst. Tja, ich war eher mit anderen Sachen beschäftigt. Oh Mann, was hier hätte alles passieren können. Das Ding war echt ein Tick eine Zeitbombe. Und du rennst einfach los und... Naja, ich habe eigentlich nur daran gedacht, unseren Laden zu retten. Also dein. Das gibt's ja nicht. Das ist der erste Entwurf, den du damals gebastelt hast. Ihr könnt reinkommen, es ist alles in Ordnung. Wieso? Habt ihr doch gesagt, nur ein Fehlalarm. Hier? Ja, wo wir mal stehen geblieben. Ja, wie hat Jessie reagiert? Naja, noch gar nicht. Wir sind nicht wirklich dazu gekommen, weiterzureden. Also Afrika ist nicht gerade um die Ecke. Ja, ich schätze, ich habe sie einfach ein bisschen überrumpelt mit meiner Idee. Irgendwas wollte sie mir auch noch erzählen. Das erste Bild Ihres Babys. Wenn Sie das nächste Mal kommen, erhalten Sie Ihren Mutterpass. Mutterpass? Das ist ein Dokument, in dem alle Untersuchungsergebnisse festgehalten werden. In Deutschland sind zahlreiche Untersuchungen vorgesehen und ich würde Ihnen dringend raten, die auch alle wahrzunehmen. Nur so können wir sicher gehen, dass es keine Komplikationen gibt in der Schwangerschaft. Aber bis jetzt sieht alles sehr gut aus. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und lassen Sie sich bitte draußen einen neuen Termin geben. Ja. Also die Neuigkeiten sind für Sie natürlich schon der Hammer. Für eine Frau, die morgens alleine 2 Stunden im Bad braucht, ist die Vorstellung, demnächst im Dschungel zu wohnen, ganz schöner Schock. Weißt du, vielleicht hast du ja recht. Wenn sie mitkommt, dann muss sie alles aufgeben. Wohnung, Freunde, Job, ihr Modelkram. Also ich habe ja wenigstens noch meinen Job da. Das ist so gerade, nachdem wir wieder zusammengekommen sind. Du glaubst selbst nicht, dass sie mitkommt? Ja, sie hat gerade fluchtartig den Laden verlassen. Das ist eine bessere Erklärung. Und du? Würdest du ohne sie gehen? Wir sind Herrn Brandner ganz schön auf die Nerven gegangen, weil wir es kaum erwarten konnten, seinen ersten Entwurf zu sehen von Ja. Limits. Stimmt, es hat ganz schön lange gedauert, bis wir uns endlich geeinigt haben. Aber dann fanden wir es beide perfekt. Ich habe da noch was für dich. Auf uns, auf unseren Club und die Zukunft. Auf unsere Zukunft. Ich liebe dich auch. Ich hatte fast vergessen, wie gut wir zusammen sind. Als Team sind wir wirklich unschlagbar. Es fällt dir nicht leicht, dich von Annemie zu trennen. Mir auch nicht. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht, wenn wir uns noch eine Chance geben. Wie du... Du meinst, dass wir den Laden weiterhin zusammenführen? Ja. Auch.
Überleg's dir einfach. Bella, Ich bin wirklich froh, dass du mein Bruder bist. Wirklich. Ich will halt nur gleichzeitig, dass mein Vater auch mein Vater bleibt. Warum kann ich denn nicht einfach beides haben? aber das kannst du doch. Ich bin dein Bruder und dein Vater ist dein Vater. Hat mich 27 Jahre lang belogen. 27 Jahre. Vielleicht hat er einfach Angst gehabt, dich zu verlieren. Dein Vater ist doch auch dein Vater. Okay, vielleicht nicht dein biologischer, aber Bella, so wie du von ihm geredet hast, bist du doch sein Ein und Alles. Also, egal welche Gründe er hatte, dich anzulügen, ich bin mir sicher, er wollte dir nicht wehtun. Aber was soll ich denn jetzt machen? Jetzt erstmal gar nichts. Morgen, da schauen wir, wie es weitergeht, ja? Komm mal her. Bella, du musst da nicht alleine durch. Du hast jetzt einen großen Bruder. Das kommt etwas überraschend, aber die Überschreibung findet heute nicht statt. Wollen Sie den Termin verschieben? Ich melde mich wieder bei Ihnen. Schicken Sie mir die Rechnung, ja? Auf Wiedersehen, der Ausweisung. Der Notar geht schon? Ja, er hat wie gesagt wenig Zeit. Wollen wir vielleicht noch was trinken auf den Schreck? Tristan, ich habe noch mal drüber nachgedacht, was du vorhin gesagt hast. Du hast recht. Es fällt mir sehr schwer, das alles hinter mir zu lassen. Unser gemeinsames Leben. Die Arbeit. Den Club. Aber wir müssen nach vorne blicken. Und das kann ich nicht, wenn ich jeden Tag hier mit dir zusammenarbeite. Und wenn du ehrlich bist, dann kannst du das auch nicht. Wir würden uns immer nur daran erinnern, was wir beide verloren haben. Was du kaputt gemacht hast. Merkst du es nicht? Wir fangen schon wieder an, uns gegenseitig zu verletzen. Tristan, wir haben keine gemeinsame Zukunft. Nicht privat und auch nicht beruflich. Es tut mir wirklich leid. Danke, Fritsche. Konntest du den Brief ja nicht woanders hin tun, wenn er so wichtig ist? Jetzt ist es meine Schuld. Nein, aber du hättest doch wenigstens Bescheid geben können. Du wusstest doch, dass ich aufräume. Du hättest 1 und 1 zusammenzählen können. Dann werde ich das Ergebnis schon nicht selbst erzählen. Ja, dann schreib halt das nächste Mal drauf. Bitte erst morgen drüber sprechen. Tut mir echt leid. Ja, ich hätte vielleicht besser 1 und 1 zusammenzählen müssen. Ich bin halt manchmal ein richtiger Vollidiot. Das ist mir auch schon aufgefallen. Gesundheitswesen praktisch nicht existent. Eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten der Welt. Du arbeitest ja echt nur. Ja. Du recherchierst. Über den Kongo. Ich weiß, die Aussicht, in Afrika zu leben, ist alles andere als verlockend. Aber Ehrlich gesagt die denke ich, dass internationalen Ärzte vor Ort, die haben auch viel bessere Bedingungen. Wir hätten Strom, frisches Wasser und
Daniel, die... Nur du und ich im Regenwald. Der Sternenhimmel in der Nacht, die Geräusche des Dschungels. Aber du weißt schon, dass es da Krankheiten gibt, die man sich noch nicht mal vorstellen kann. Ja, genau deshalb will ich ja dahin, um zu helfen. Weil es dort nichts gibt. Daniel, ich würde wirklich gern mit dir dahin. Aber es geht nicht. Tristan, ich wollte dich nicht schon wieder verletzen. Keine Sorge, hast du nicht. Ich wünsche mir einfach so, dass wir es wieder hinkriegen. Dass wir wieder normal miteinander umgehen. Sonst noch was? Naja, sollten wir vielleicht einen neuen Termin mit dem Notar machen? Damit wir es hinter uns kriegen und einen sauberen Schnitt machen? Ehrlich gesagt halte ich das für keine gute Idee. Aber wir waren uns doch einig. Ich habe es mir anders überlegt. Nachdem ich gesehen habe, wie sehr du an dem Laden hängst, und deshalb würde ich auch gerne in Zukunft nicht auf dich verzichten. Wir wissen doch beide, dass du die gute Seele hier bist. Immer fürs Personal da, immer ein nettes Wort für jeden übrig. Erstaunlich für eine Diva. Und was ist mit uns? Wir müssten jeden Tag zusammenarbeiten. Wir sind Profis und genauso verhalten wir uns auch. Tristan, was du davor hast, das wird überhaupt nicht funktionieren. Richtig. Du bist der Experte daran, sowas zu beurteilen. Und wenn es nicht funktioniert, dann haust du einfach ab, oder? Aber diesmal nicht. Du leistest einen Anteil daran, dass der Laden hier läuft. Du bleibst. Das war's dann wohl, ne? Womit? Mit uns. Und unserem Neuanfang. Du gehst nach Afrika und wir sehen uns nie wieder. Ehrlich gesagt, hatte ich so eine Antwort schon erwartet. Ich wollte es nur noch mal versuchen. Wenn du nicht mitgehst, dann gehe ich auch nicht. Von so einem Job hast du doch immer geträumt. Ja, aber in erster Linie will ich mit dir zusammen sein. Egal wo. Das ist das Schönste, was hier ein Mann zu mir gesagt hat. Daniel, es ist mir total egal, ob ich in Afrika irgendwelche High Heels tragen kann oder zur Maniküre gehen kann. Ich würde sofort alles stehen und liegen lassen und dir mitgehen. Ich würde überall mit dir hingehen. Aber? Ich kann nicht nur für mich entscheiden. Wir können doch für uns beide zusammen entscheiden. Nein, nicht nur für uns beide, Daniel. Ich bin schwanger.